Hallo ihr Lieben, liebt ihr auch super knusprige Lebkuchen? Dann habe ich heute genau das Richtige für euch. Ich zeige euch heute mein Rezept für Lebkuchen mit einer feinen Zitrusnote. Dieses Rezept gibt es schon auf meinem Kanal, aber ich habe kleine Anpassungen gemacht, die das Rezept noch besser machen. Ich backe diese Lebkuchen schon seit über 10 Jahren und sie sind bei allen ein absoluter Hit. Lasst uns gleich loslegen. Für die Lebkuchen brauchst du Weizenmehl, Butter, braunen Zucker, Backnatron, Lebkuchengewürz, Zuckerrübensirup sowie eine Bio-Orange und eine Bio-Zitrone. Gib den Zucker, den Zuckerrübensirup und das Lebkuchengewürz in eine große Pfanne. Reibe dann die Schale der Zitrone und der Orange ab. Achte darauf, dass die Früchte Bio-Qualität haben und nimm nur den oberen Teil der Schale, da das Weiße bitter sein kann. Dann rollst du die Orange auf dem Tisch. Das erleichtert später das Entsaften. Die Orange halbieren und auch die Zitrone auf gleiche Weise vorbereiten. Entsaftet die Orange und messt 50 ml Saft ab. Ebenso die Zitrone, aus der ihr 25 ml Saft abmesst. Dann beides in die Pfanne gießen. Die Pfanne nun auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze erhitzen, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist. Dabei immer rühren, damit es gleichmäßig erhitzt wird und darauf achten, dass die Hitze nicht zu hoch ist, damit nichts anbrennt. Du kannst mit einem Holzlöffel testen, ob der Zucker geschmolzen ist. Wenn er es ist, sollten keine Zuckerkrümel mehr am Löffel kleben. Jetzt gebe ich die Butter dazu, schalte den Herd aus und lasse die Butter vollständig schmelzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, nehme die Pfanne vom Herd. Jetzt noch das Backnatron dazugeben und gut umrühren, bis sich alles gleichmäßig vermischt. Du wirst merken, dass die Masse leicht schäumt. Das ist die Reaktion des Backnatron. Als nächstes sieben wir das Mehl in die Mischung. Ich gebe das Mehl lieber nach und nach dazu und vermische es zwischendurch gut. So lässt sich das gesamte Mehl leichter einarbeiten. Falls dir das Mischen mit dem Holzlöffel schwerfällt, kannst du auch mit den Händen weiter kneten. Achte nur darauf, dass der Teig nicht mehr heiß ist. Der fertige Teig sollte noch etwas weich sein, da er beim Kühlen fester wird. Wickele den Teig jetzt in Frischhaltefolie. Am besten teilst du den Teig in 2 gleich große Portionen und wickelst jede einzeln ein. Drücke den Teig dabei etwas flach, das hilft dir später beim Ausrollen. Am besten lässt du den Teig über Nacht im Kühlschrank ruhen. Am nächsten Tag sollte er etwas fester geworden sein. Bestreue die Arbeitsfläche gut mit Mehl, lege den Teig darauf und bestreue auch den Teig leicht mit Mehl. Anfangs kann es schwer sein, den Teig auszurollen, weil er etwas fester ist, aber mit der Zeit wird es leichter. Es lohnt sich, den Teig wirklich dünn ausrollen, denn dann werden die Lebkuchen richtig schön knusprig. So sollte der Teig ausgerollt sein. Jetzt kannst du die Lebkuchen ausstechen. Am besten wählst du Ausstechformen, die ungefähr gleich groß sind, damit die Kekse auf dem Backblech gleichmäßig backen. Sonst kann es passieren, dass manche bereits verbrannt sind, während andere noch roh bleiben. Ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Falte das Backpapier so, wie ich es im Video zeige. Beim ersten Mal habe ich es nicht ordentlich gefaltet und das Papier hat am Teig geklebt. Also falte die Ränder richtig und drehe das Papier dann um. Lege die Lebkuchen leicht versetzt
auf das Backblech und backe sie bei 200 Grad für etwa 7 bis 10 Minuten. Die Backzeit solltest du je nach Größe der Lebkuchen anpassen. Nachdem die Lebkuchen fertig gebacken sind, lasse sie 10 Minuten auf dem Backblech abkühlen und lege sie dann zum vollständigen Abkühlen auf ein Gitter. Bewahre die abgekühlten Lebkuchen in einer luftdichten Keksdose auf. Sieh dir nur an, wie schön dünn und knusprig die Lebkuchen geworden sind. Lass sie dir schmecken. Und das war's auch schon, meine leckeren, super knusprigen Lebkuchen mit einer leichten Zitrusnote. Ich hoffe, dir hat meine neue Variante gefallen. Wie gesagt, diesen Rezept backe ich schon seit über 10 Jahren und diese Lebkuchen gibt es immer wieder bei uns zum Weihnachten. Was sind deine Must-Make-Weihnachtsplätzchen, die du jedes Jahr immer wieder backst? Schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn du noch mehr Inspiration für Weihnachtsplätzchen brauchst, dann werde ich für dich alle meine Plätzchenrezepte hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.